Dann kommt natürlich leider immer noch relativ oft das Vorurteil, der geht nur trainieren und hat nichts im Kopf. Herzlich willkommen zu Out of the Box. Hier sitzen sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus Fitness und Gesundheit gegenüber und reden, diskutieren, tauschen sich aus. Worüber? Das entscheidet die Box. Alles ist spontan, interaktiv und überraschend anders. Erika Rischko. 9 Minuten Plank sind für sie kein Problem. Erika ist nicht nur die fitteste Oma Deutschlands, sondern auch Preisträgerin des TikTok Breakthrough Creator Awards. Maximilian Zinner. Er ist Powerlifter, Headcoach von Team Benchboy und drückt 200 Kilogramm auf der Bank. Ich drücke einfach mal drauf. Kriege hier die schöne Frage. Ich bin sehr gespannt. Liebe Erika, was ist deine Lieblingssportübung? Oh, Lieblingssportübung habe ich gar nicht. Ich mache gern Functional-Training. Ich fahre gern Spinning. Ich mag Yoga. Alles. Alles, was ich nicht mag. Von allem etwas. Okay. Ja. Okay. Du machst es ja jetzt schon. Wie lange machst du das schon? Ich meine, ich finde es, also ich hole jetzt einfach mal kurz aus, ich finde es unfassbar beachtlich, mit 83 noch so fit zu sein. Das hat mich fasziniert, auch so vor dem Gespräch dachte ich mir so, okay, wer ist deine Gesprächspartnerin? Habe ich mir das angeschaut auf Instagram. Und ich dachte mir so, krass. Da kann ja nichts bei rumkommen, ne? Wirklich, wirklich krass. Ich bin sehr beeindruckt. Danke. Und ja, finde ich faszinierend. Meine Lieblingssportübung ist relativ einfach. Ich mache ja Powerlifting. Ja. Bedeutet, das ist Squat, also Kniebeuge, Bankdrücken, Bench und Deadlift. Das heißt, das sind die 3 Wettkampfübungen. Und dementsprechend müssen das mehr oder weniger meine Lieblingssportübungen sein, weil ich sie ja am Wettkampf mache. Wenn ich mich an denen entscheiden müsste, dann ist es das Bankdrücken, würde ich sagen. Ja. Tatsächlich. Ah. Genau. Ja, gut. Jetzt darfst du mal drücken. Ich versuche mal. Zack. Wenn ich nur noch einen Muskel trainieren könnte, wäre es, ich denke, die Bizeps, damit ich wenigstens in den Armen Kraft halte. Okay. Interessant. Wenn ich nur noch einen Muskel trainieren dürfte, boah. Also für mich wäre das wichtig, damit ich auch weiter meine täglichen Arbeiten zu Hause im Haus. Ja, klar. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ja, eigentlich auf die Beine. Ne? Weil, wenn du nur einen Muskel trainieren dürftest, ist ja, ich meine, Muskeln funktionieren ja immer im Verbund. Also du kannst ja eigentlich mit einem Muskel nicht so viel anfangen. Wenn du jetzt sagst, okay, du trainierst nur noch einen Muskel, ich überlege gerade, was da am sinnvollsten wäre. Das ist echt schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde den Gluteus nehmen. Den Hintern. Einfach weil der so viele Aufgaben übernimmt. Ja. Und wenn der stark ist, dann stehen wir aufrecht und fallen nicht um und haben keine Rückenbeschwerden. Deswegen denke ich mal, ich entscheide mich jetzt einfach für den Hintern. Ja. Cool. So. Womit hättest du gerne viel früher begonnen? Eigentlich mit dem ganzen Sport, was ich heute mache. Aber das war halt nicht möglich durch Kinder und so weiter und so fort. Und sagen wir mal, da ging man auch noch nicht so viel ins Fitnessstudio. Da fing dann auch Aerobic an. Und das wäre sowieso nichts für mich gewesen, weil ich immer nur die schlanken Damen gesehen habe. Aber es war halt eine andere Zeit. Da ging man einmal die Woche vielleicht in den Turnerbund. Das habe ich dann gemacht, aber es war 1 Stunde und damit war es getan.
Und das hieß dann schon, ich mache Sport. Überhaupt kein Vergleich zu jetzt. Das ist jetzt mal. Es ist interessant, wie sich das entwickelt hat. Ja, Ich stelle jetzt einfach mal nochmal eine Frage, heißt ja out of the box, das heißt, ich brauche jetzt ja keine Karte für. Aber wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Eigentlich hat unsere Tochter mich einfach angemeldet im Studio. Okay. Weil sie war in den USA und ich bin natürlich rübergeflogen vor Heimweh. Und sie hat mich da immer mitgenommen ins Studio. Das ging da, also die waren da auch sehr nett. Und dann hat sie, mal Weihnachten war sie hier, gemerkt, dass die Mutti irgendwas braucht. Beide Kinder aus dem Haus, alle weit weg. Dann hat sie mich einfach angemeldet, wo sie früher trainiert hat. Okay. Ja, und brav wie man ist, geht man. Und so hat sich das bei mir entwickelt. Und dann kam quasi die Leidenschaft dafür. Ja, ich habe das gesehen, das gefiel mir gut. Das, ob es auf Step war und Workout, also ja, ich habe einfach mitgemacht und irgendwann klappte das auch. Ich meine, ich war meistens die Älteste, muss ich schon sagen. Ich habe mit 55 erst angefangen. Aber trotzdem, also ich habe mich auch zwischen den jungen Damen und Herren, die dann auch schon in verschiedenen Kursen mitmachten, wohlgefühlt. Es hat mich keiner irgendwie herablassen können. Was mögen die denn hier so nach dem Motto? Ne? Nö, und ich bin immer noch glücklich. Ich glaube, das führt aber auch eher zu Bewunderung, oder? So, dass man da hingeht und dann sagen die Leute so, oh, gut, dass man das, ich will in dem Alter, das hört sich so komisch an, aber so, dass man das da noch so macht. Ich meine, die meisten finden das doch bestimmt faszinierend. Jo, und auch meine Bekannten. Ich habe dann gesagt, komm, geh mit, es ist schön, das bringt Spaß. Nee, ich bewege mich zu Hause genug, mein Haushalt und so. Ich sage, den habe ich auch. Also das ist Blödsinn, wenn man sich damit rausredet. Und deswegen war einfach, habe ich gedacht, dann nicht. Bin ich alleine gegangen. Mein Mann konnte ich allerdings auch davon überzeugen. Der geht auch 3-mal die Woche. Ja, das ist aber gut. Ich meine, man bleibt halt fitter. So im Alltag Fall. Generell, man fühlt sich bestimmt auch besser. Ja, das ist also auch so bei dem Functional Training, was ich mitmache. Da sind überwiegend junge Leute drin. Ja, und ich mache die gleichen Übungen. Manches kann ich nicht halt durch meine Knie und Rücken, aber was ich kann, mache ich das, was die auch machen. Also gar kein Abstand oder was, nix, nö, einfach schön. Das ist, ja, ich find's cool. Also wirklich. Ich guck mal, was wir noch haben. Ja, gerne. Ja, du kriegst immer die grünen Karten. Ja. Einmal wöchentlich ein intensives Training oder täglich eine leichte Trainingseinheit. Funktioniert für mich beides irgendwie nicht. Also ich trainiere 4-mal die Woche. 4-mal die Woche auch intensiv, dem Wettkampfsport geschuldet. Wenn ich jetzt sage, nur noch einmal die Woche trainieren intensiv, weiß ich nicht, ob das so zielführend für mich wäre. Ich glaube, das würde nicht so gut funktionieren. Ich würde damit auch nicht glücklich, wenn ich nur einmal gehen könnte. Also wenn ich schon mal aussetzen muss wegen Krankheit oder sowas, muss das sein. So nach dem Motto, Termine werden alle so gelegt, dass sie nicht gerade an dem Vormittag fallen, den ich gehe. Ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag und dann abends ja noch. Und plus Wochenende. Also ich habe 10, 12 Stunden jede Woche Training. Krass. Und dann nur noch einmal, also das glaube ich, nee, möchte ich nicht. Nee. Also lieber die kürzeren, leichteren Einheiten dann. Nee, lieber 2 Stunden nur, aber dann jeden Tag. Das ist eigentlich für mich unmöglich. Ja, wenn man da einmal so drin ist, dann gehört das auch einfach dazu. Ja. Ich kenne das selber, wenn man so irgendwie außer Gefecht ist. Schon. Ja, genau. Es gehört einfach dazu zum Leben. So, es ist wie Aufstehen, Frühstücken, dann geht man trainieren. Ja. Und wenn das dann fehlt auch wirklich was im Alltag. Das ist einfach so. Ich muss ehrlich sagen, ich werde ein bisschen, grantig ist übertrieben, aber warum kannst du denn heute nicht gehen? Ja. Nach dem Motto, ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so, wenn ich irgendwie, dann dauert mal ein Meeting länger in der Arbeit oder so.
Und dann wird man schon nervös, weil man will ja noch ins Training. Ja, genau. Und eigentlich wäre schon Trainingszeit und dann sitzt man so da und denkt sich so, macht jetzt mal hin, ich will trainieren gehen. Genau. Weil das ist halt auch einfach ein guter Ausgleich. Ne? Ja, ne? Also zum Alltag selber und ja. Ich meine, ich habe nicht mehr den Alltag mit Arbeiten und so weiter. Ja. Hab's ja schon hinter mich, aber trotz allem, es ist einfach. Ich bin glücklich dabei. Ja, und ein bisschen genau, süchtig. Das ist ich glaube, das sind wir alle, die da so tief drin stecken, dass da so ein bisschen Sucht mitkommt. Das ist halt, aber ich meine, wenn man sich danach gut fühlt, dann ist es ja nicht verkehrt. Eben, das ist ja sehr gut. Alright. Mal den nächsten. Ich kriege schon wieder schwarze. Ja. Worin wirst du oft unterschätzt? Ich glaube in allem, oder? In vielem, auf jeden Fall. Ne, es sei denn, ob es die Kettlebell ist oder der Ball ist oder irgendwie. Ne? Also Laufen, Springen ist nichts für mich, weil ich das durch die Knie nicht kann. Aber alles andere, also ich überhole manch einen. Ja, das kann ich mir schon ob es Push-Ups sind, ob es die Plank ist oder solche Sachen. Und die Plank, die suche ich mir meistens dann auch raus, wenn irgendwelche Wettkämpfe, aber mal so eben, ne? Der Reporter oder wer auch immer. Ich habe die fast 9 Minuten gehalten vor dem Lockdown, muss ich dabei sagen. Jetzt ist es, das haben wir auch während der Zeit nicht so viel trainiert, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber 6, 7 Minuten halte ich die. Ne? Da hätte ich dann auch Probleme mitzuhalten. Tatsächlich. Kann ich nicht verstehen. Ihr habt doch auch die Muskeln. Ja, aber ich habe wahrscheinlich zu viel Muskeln, bin zu schwer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so ein 9-Minuten-Plank wäre ich aber sowas von raus. Das würde ich nicht halten, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Planks gemacht habe. Aber das waren ist schon länger 2 her, Minuten ne? oder so. Ja. Die meisten, also 4, 5 Minuten halten schon viele noch durch bei uns. Aber was dann drüber wird schon knapp. Ja, 9 Minuten ist eine Ansage. Das ist stark. Worin werde ich unterschätzt? Das ist schwierig. Ich werde eigentlich meistens nicht unterschätzt. Vielleicht so ein bisschen, was den Intellekt angeht. So ab und zu, wenn man Leute trifft, die jetzt nicht so viel mit dem Sport zu tun haben oder generell auch mit Wettkampfsport und dann jemanden sehen, der ein bisschen trainierter ist, dann kommt natürlich leider immer noch relativ oft das Vorurteil, der geht nur trainieren und hat nichts im Kopf. So. Richtig Muckibude und nichts. Ja, genau, einfach nur pumpen und nichts dahinter. Würde ich jetzt mal so sagen, das ist das, wo ich ab und zu unterschätzt werde. Dass die Leute dann denken, okay, der hat auch was im Kopf so ein bisschen und kann nicht nur trainieren gehen. Weil ich finde auch gerade, Training ist ja nicht nur Training, da steckt ja auch sehr viel Denkarbeit dahinter. Ja. Wie macht man den Trainingsplan? Wie richtet man das aus, um das und das Ziel zu erreichen? So, wenn man jetzt einfach nur stumpf ins Fitnessstudio geht, das funktioniert ja gar nicht. Also, wenn man da gut zum Ziel kommen will, braucht man ja da natürlich auch gewisse Kenntnisse und das wird dann, denke ich, relativ oft unterschätzt. Gut, einmal schauen. Ach, das denn? Worauf bist du stolz? Worauf bin ich? Solche Fragen sind immer schwierig. Ich bin sehr bescheiden, was das angeht. Das ist immer schwierig, aber worauf bin ich stolz? Ich bin stolz auf das ganze Athletenteam, was ich mit meinen Jungs, also wir sind 4 Coaches im Powerlifting-Wettkampfsport, und haben über die letzten 2, 3 Jahre, wir sind aktuell 127 Wettkampfathleten, die wir betreuen, die überall in Deutschland und Österreich auf Wettkämpfe gehen und wir sie darauf vorbereiten. Und ich bin sehr stolz darauf, was da in letzter Zeit rausgekommen ist. Ich bin stolz, die Athleten auf der Plattform zu sehen, dass wir sie dahin geführt haben.
als ich angefangen habe zu coachen, war das so ein bisschen meine Vision und mein Hintergedanke, einfach mit meinem Knowledge, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen Athleten und Athletinnen besser zu machen. Und dass sie erfolgreich und glücklich auf der Plattform stehen können am Wettkampf. Ja. Und das gelingt uns sehr gut in letzter Zeit und ich würde sagen, da bin ich stolz drauf. Ja, da kannst du auch wirklich stolz drauf sein. Ne? Dankeschön. Ja. Und du? Ja, ich bin eigentlich stolz drauf, was ich so geleistet habe, was ich mir alles angetan habe und immer noch antue. Ich könnte ja auch zu Hause auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken. Aber lieber gehe ich ins Studio. Also es ist wirklich, ja doch, da bin ich doch stolz, dass ich das so durchziehe. Aber es ist halt auch der Spaß bei mir. Nicht nur stolz. Und ich kann ja 50 Kilo auf die Knie haben, wenn ich hier an der Wand sitze. Und so 60 Kilo auf die Knie drauf. Ja, das muss man erstmal nachmachen. Und das sind so Sachen, klar bin ich stolz drauf, aber ich bin nicht so sehr von mir eingenommen, so wie du auch sagst. Also, ja, genau. Das so in der Richtung. Ja. Ne? Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber du kannst auch sehr stolz drauf sein. Wie gesagt, ich finde es unfassbar faszinierend. Ja, ist sehr cool. Du hast die letzte gezogen, oder? Ja, okay, da bin ich dran. Dann schauen wir doch mal. Wenn du eine Sache an der Welt ändern könntest, welche wäre es? Und jetzt wird es interessant. Auf jeden Fall, dass die Kriege aufhören. Da habe ich unheimlich Angst vor, denn ich bin ein Kriegskind. Ich bin 39 geboren, da hatte der Krieg gerade angefangen im September und nicht im Dezember. Das ist für mich ganz schlimm. Da kommen doch, obwohl ich klein war, so manche Sachen wieder hoch. Wir Pferd und Wagen von Ostpreußen geflohen sind. Und deswegen, also Krieg wäre für mich ja an allerhöchsten Stelle, was ich ändern möchte. Oder wenn ich es könnte, würde ich es tun. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich dann logischerweise noch nicht auf der Welt war. Aber trotzdem, wenn du das Elend siehst, was da ist, auch jetzt in Israel, in der Ukraine, es ist einfach traurig. Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Aber ich gucke lieber, was wir noch haben, damit wir nicht so ein trauriges... Ja, machen wir einen. In der Vergangenheit reisen, um Fehler zu korrigieren. Oder in die Zukunft reisen und zu sehen, was passiert. Ich würde definitiv in die Vergangenheit reisen. Nicht, um jetzt wirklich Fehler zu korrigieren. Ich meine, hier und da kann man vielleicht so ein paar Sachen anders machen. Aber müsste ich jetzt nicht unbedingt. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss unbedingt in die Vergangenheit reisen und da irgendwas besser machen oder ändern. Aber bei der Auswahlfrage, ich will nicht in die Zukunft schauen, weil das ist doch langweilig. Ich meine, wenn man sich überlegt, ja, du schaust jetzt in die Zukunft und dann weißt du, was kommt und dann wartest du eigentlich nur darauf, dass es kommt, das nimmt doch den ganzen Spaß. Nee, da hast du vollkommen recht. Also ich meine, wozu sollte man das machen? Schwierig, ne? Ja, und auch euch in der Vergangenheit, nee, bloß nicht. Es gab natürlich schöne Sachen, aber die kann ich mir dann ja nicht aussuchen, dann kommt ja alles von der Vergangenheit. Ja? Und deswegen, nee. Liebe Zukunft. Was ich gerne mal hätte, tatsächlich, das denke ich mir immer, das ist jetzt zwar ein bisschen ein Thema abseits vom Sport, aber wenn ich an so geschichtsträchtigen Orten bin, wie zum Beispiel in Berlin oder in Rom oder in Rom zum Beispiel vom Kolosseum, ich würde gerne einmal schnipsen und dann einfach so eine Stunde als stiller Beobachter das Leben vor 2000 Jahren in Rom einfach mal anschauen. Einfach wie das war, so einfach was die gemacht haben. Und die Pferde durch die Gegend. Ja, alles, wie die Leute aussahen, was die gemacht haben, wie die sich unterhalten haben, wie da so der Trubel war. Das denke ich mir mal so an so besonderen Orten. Das wäre cool, mal so weit in die Vergangenheit zu reisen. Nur sowas. Gar nicht um Fehler zu korrigieren, sondern einfach mal noch weiter, als man eigentlich schon
gelebt hat und dann da mal schauen. Also wie war das? Wer tauschen möchte, ne? Ja. Alright. Ich bin dran, oder? Ja. Zack. Was sind die 3 größten Learnings, die du bisher im Leben gelernt hast? Schwierig. Mhm. Ich bin froh, dass du zuerst dran bist, weil dann kann ich noch nachdenken. Ja. Was ist das Größte? Ach, eigentlich meine Familie so zusammenhalten. Mein Mann, meine Tochter. Ja, das ist eigentlich schon. Und auch dazu beigetragen habe, was sie geworden ist, dass ich die früher als Kind unterstützt habe, was ich konnte, Richtung. Sie hatte dann ihr Pferd und eine begeisterte Reiterin. Das ermöglicht habe und diese Sachen, also das ist schon eigentlich mit, wo ich ganz stolz drauf bin, dass ich das so geschafft habe, obwohl wir eigentlich arm waren, muss ich dabei sagen. Also es war einfach eine arme Zeit, wie ich groß geworden bin und habe vieles verzichten müssen. Und das habe ich an meine Kinder dann weitergegeben. Denen habe ich alles ermöglicht, was eben möglich war. Ja, okay. Ja. Ne? Habe auch selbst auf vieles verzichtet, nur damit die glücklich waren, weil ich wusste, wie es ist, wenn du immer außen vor stehst und nicht mit, ob es ein Schulausflug war oder sowas. Deswegen habe ich da alles reingesetzt in meine Familie. Das ehrt dich auf jeden Fall sehr. Danke. Ja, ich habe keine Familie, keine Kinder, deswegen kann ich da nicht. Nee, aber meine. Kann ja noch kommen. Ja, noch ein bisschen Zeit. Genau. Meine größten 3 Learnings. Ein großes Learning ist tatsächlich Nein sagen. Also das musste ich wirklich lernen, weil es ist nicht einfach. Vor allem, wenn es um Personen geht, die man mag. Ja. Da mal zu sagen, nee, jetzt nicht. So. Das ist ein großes Learning. Dass es auch für einen selber wichtig ist, mal Nein zu sagen. Weil es eben nicht so leicht ist und weil man sich ja doch öfter mal verbiegt. Und, das. Ein weiteres Learning. Das klingt jetzt so pathetisch, aber aus jedem negativen Ereignis kommt auch immer was Gutes. Das habe ich eigentlich immer gemerkt. So, sei es jetzt zum Beispiel bei mir im Sport eine Verletzung bei mir, hat dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetze, dass ich selber sehr viel lernen kann über mich, über den Körper generell, biomechanisch und dass ich das Wissen dann auch nutzen kann für meine Trainees zum Beispiel und dann einfach dadurch ein besserer Coach bin. Das heißt, aus dem Schlechten, dass ich als Wettkampfathlet vielleicht gerade nicht so agieren kann, wie ich will und nicht so viel Leistung bringen kann, ist aber trotzdem entstanden, dass ich halt da im Endeffekt... Selbst. Ja, das ist genau, da meinen Trainees besser helfen kann, besserer Coach bin. So. Und das heißt, aus wirklich schlechten Sachen kann dann auch mal was Gutes werden. Ja. Und das 3. Learning, das ist schwierig, noch ein Learning, was habe ich denn da noch? Dass es sich auch lohnt, an Sachen dran zu bleiben und Ziele zu verfolgen, auch wenn es vielleicht mal unerreichbar aussieht. Ja, was schwieriger ist, ne? Ja, wenn es mal einfach Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel sind, dass man trotzdem an diesem Ziel, also das Ziel sollte natürlich nicht unrealistisch sein. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will fliegen können und spring vom Haus, so schwierig. Aber trotzdem, wenn man sich ein realistisches Ziel, das man auch erreichen kann, gesetzt hat, dass man am Weg dahin, wenn es auch mal ungemütlich wird oder wenn man mal stolpert, dass man trotzdem weitermacht. Das manchmal länger dauert. Dass es auch länger dauert, genau, dass man da Geduld mitbringt. Dahin kommt. Ne? Genau, dass du dann am Ende doch da rauskommst, wo du letztendlich hin wolltest, dass sich das lohnt. Oh, ja. Ups.
Okay, ich bin gespannt. Wenn du ein Fitnessgerät wärst, welches wärst du dann und warum? Wenn ich ein Fitnessgerät wäre. Wow, was wäre ich denn für ein Fitnessgerät? Wüsste ich jetzt auch nicht. Boah, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich wäre eine sehr gute Hack-Squat. Also Hackeschmidt. Warum? Weil, das ist so schwierig. Ich glaube, ich wäre ein Fahrrad. Ein Fahrrad. Da kommt man immer schön weit mit. Ja. Das stimmt, das ist eine gute Antwort. Ja. Ich kann meine noch nicht so ganz begründen. Ich weiß nicht, die Hack-Squat ist als erstes in meinen Sinn gekommen, weil die Spaß macht, weil die einen guten Effekt hat. Und ja. Ja, und für mich wäre wirklich das Fahrrad. Ich fahre gerne auch draußen Fahrrad. Und deswegen, ne? Ja, gut. Das Fahrrad. Ja. Das ist aber eine sehr interessante Frage. Wahrscheinlich kommt mir dann so im Zug nach Hause später noch, nein, Ja, du wärst doch das dieses ist- Fitnessgerät gewesen. Das Warum hast sowieso, du nicht? Das sowieso. Wenn ich also eine Sportart ausübe, fühle ich mich. Aha. Das steht hier so. Ach so, steht ja so. War Ja, das schon zu Ende? das war's schon. Also, ja, wenn ich das durchziehe, Spinning fahren, also wenn ich da richtig schön mitfahre, wie sich das gehört, dann fühle ich mich schon sehr gut, muss ich schon sagen. Oder auch dieses Functional Training, das liebe ich wirklich. Also das ist 4-mal die Woche mindestens. Das ist eigentlich abwechslungsreich und hinterher raus. Schön, hast wieder was geschafft. Ja, Ja, das ist ja das Gute am Training. So, Das wenn du ist aus der Einheit rauskommst, dann einfach so dieses wohlige Gefühl, man hat was getan, Ja. man fühlt sich, und hatte auch Spaß dabei. man hatte Spaß dabei. Ja. Ne? Nicht jetzt, ach ja, ich muss ja oder was. Nee, also es ist einfach das Gefühl, ich habe die Stunde gut hinter mich gebracht. Also auch jetzt nicht lau, sondern wirklich durchgezogen. Das ist einfach toll. Ja. Kann ich nachvollziehen. Gibt auch viele Einheiten bei mir, die so sind. Als Wettkampfsportler ist es natürlich auch immer so, dass ein bisschen mehr Druck dahinter ist. Klar. Da gibt es dann auch ein paar Einheiten, sag ich, wenn ich eine Vorbereitungseinheit auf irgendeine Meisterschaft habe oder so und die war nicht gut, dann könnte ich hier auch antworten, fühle ich mich bescheiden. Ja, fühle ich mich frustriert manchmal, kommt vor. Vor allem, wenn es nicht so funktioniert, wie es ist. Wenn es dann auch sehr nah am Wettkampf ist und du gehst mit einer bestimmten Erwartungshaltung rein, dann kannst du die Leistung nicht abrufen, die du dir vielleicht gedacht hast. Ist schon schwierig, gehört aber, glaube ich, zum Wettkampfsport dazu. Also ich meine, da ist halt immer noch ein bisschen mehr Druck dahinter, als wenn man jetzt sagt, okay, man geht in die Einheit. Man geht nur für sich Sport machen, Ja, sondern du gehst halt wirklich, du willst was beweisen, dass du das kannst. Ja. Ne? Ich muss nichts beweisen. Das beweise ich für mich alleine. ja. Ne? Ja, wobei das kommt dann natürlich auch immer so ein bisschen auf den Ehrgeiz des Sportlers an. Ja. Da muss ja dann nicht mal ein Wettkampf dahinter stecken. So, wenn du sagst, okay, du bist eine sehr, sehr ehrgeizige Person, ohne dass du jetzt auf den Wettkampf gehst, dann kann Ja. das, glaube ich, auch mal dazu führen, dass man sich selber ein bisschen zu sehr unter Druck setzt. Könnte sein, das manchmal wirklich, ne? Ja. Aber ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema, was Sportpsychologie angeht. Das ist ja auch nochmal ein Riesenfeld. Gerade so Wettkampfsport technisch. Das unterschätzen auch, hier um auf die Frage zurückzukommen von ganz am Anfang, das wird auch oft unterschätzt, was der Kopf für eine Riesenrolle spielt, tatsächlich. So. Ernährung auch. Ernährung auch, ja. Ne? Was auch. Das sowieso, aber jetzt Ja. so vom Kopf her, auch wenn man einfach in eine Einheit geht und man hat jetzt vielleicht an dem Tag nicht so viel Motivation, kann man mit den richtigen Gedanken sich dann doch irgendwie durch die Einheit bringen. Ja, ne?
Das ist schon ein ziemlich entscheidender Faktor, finde ich. Ja, Das ist die letzte Karte. Da bin ich gespannt. ich auch. Wenn du das Leben deines Gegenübers führen würdest, worauf würdest du dich besonders freuen und worauf am wenigsten? Oh, da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, was du da sagst bei mir. Richtig gepasst. Du darfst anfangen. Wenn du das Leben führen, Oder so ist deines es. Gegenüber Ach so, führen. okay, dann fange ich. Ich fange an, okay. Gut. Wenn ich dein Leben führen würde, was war die Frage, worauf ich mich freue? Oder? Ja, führen würdest, worauf würdest du dich freuen oder besonders freuen? Oder worauf am wenigsten? Okay. Ja, von dem, wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, würde ich mich auf jeden Fall aufs Training freuen, weil dir das ja Freude bringt, weil du Spaß dran hast. Dann würde ich mich auf Zeit mit der Familie freuen, weil du ja auch gesagt hast, dass das dir sehr wichtig ist und sehr viel Freude bringt. Dementsprechend würde ich mich da auch sehr drauf freuen. Worauf nicht freuen? Wenn eine Einheit ausfällt, oder so, sagen wir es mal so. Ja. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, jetzt darfst du die Frage noch für mich beantworten. Wenn du ich wärst. Wenn du ich wäre. Was würde ich denn? Ja, also ich habe schon Lift-Training gemacht, so ab und zu. Wenn ich da doch vielleicht ein paar Kilo mehr stemmen könnte, würde ich mich schon freuen. Aber da müsste ich das intensiv halt machen. Und nicht nur so alle 2 Wochen, 3 Wochen mal einmal, weil das gerade ins Trainingsprogramm passt, dass die Liftstunde möglich ist. Das würde ich auch, denke ich auch manchmal, dass ich da, aber sonst, das ist ein schwerer Beruf, schweres Sport. Sportteiler, ich weiß nicht jetzt, wie ich jetzt sagen soll, das für mich gar nicht in Frage käme. Also du würdest nicht auf den Wettkampf gehen? Nee, Nee? ich glaube nicht mehr. Nee, also gucken ja, aber nicht selber. Okay, du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, bei uns mal vorbeizuschauen zu einem Wettkampf. Ja. Dann kannst du es dir mal anschauen und vielleicht hast du ja dann doch Lust. Spaß, ne? Ja, es- ne? Ich meine, ich habe irgendwann, wie ich angefangen habe, so nach 2, 3 Jahren, da hieß es, in den Fitnessstudios wird ein Wettkampf gemacht in Fahrradfahren und Rudern. Da habe ich dann natürlich mit einer, die das auch machen wollte, 3-mal die Woche 10.000 Meter gerudert und bin dann auf der letzten Entscheidung auch in Düsseldorf im Fitnessstudio gewesen. Da habe ich dann in meiner Klasse gesiegt. Das war natürlich toll, aber jetzt nicht mehr. Also 20 Jahre jünger vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Nee. Okay. Ich bin froh, dass ich so weit bin und kann, aber jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. Ja, Erika, hat mich sehr gefreut. Ja. Vielen Dank für den interessanten Austausch. Und, Ja, wie gesagt, du bist sehr herzlich eingeladen, bei unseren Wettkämpfen einfach mal vorbeizuschauen. Ja, ich danke dir. Vielleicht Wenn geht's das ja doch auf die irgendwo Plattform. nicht in Köln, Düsseldorf. Es ist in Köln tatsächlich. Ja. Also Vielleicht sehen wir uns dann da mal. würde mich sehr freuen. Sehr schön, freut mich auch.